Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal seltene Erdenaktien an und werden die Frage beantworten, ob die Aktien aktuell ein Kauf sind oder nicht und was man jetzt mit den verschiedenen Aktien am besten tun sollte. Ich habe 6 verschiedene Stück mitgebracht und auch am Ende auch ein ETF, also ein volles Paket heute in diesem Video. Ja, der Handelskrieg zwischen den USA und China hat uns wieder mal gezeigt, wie verwundbar die globale Wirtschaft ist, gerade auch in Bezug auf seltene Erden. Und jetzt haben sich die Probleme mehr oder weniger aus der Welt geschafft, als dass die USA und China sich wieder gut verstehen. Aber grundsätzlich ist das Thema der seltenen Erden jetzt mehr in den Fokus gerückt und hier werden auch verschiedenste westliche Länder versuchen, ihre Produktion auf die eigenen Beine zu stehen, beziehungsweise unabhängiger von China zu werden, denn China ist aktuell immer noch einer der größten Produzenten von seltenen Erden. Und um diese Abhängigkeit zu reduzieren, gibt es einige spannende Aktien, die wir uns jetzt anschauen werden. Und bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein und ich habe ein bisschen was mitgebracht über Statistik, also hier mal eine Übersicht über den Markt der seltenen Erden, wo soll es hingehen, das ist jetzt leider ein bisschen klein, ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Wir sehen hier, dass der Markt von 2023 von ungefähr 3,4 Milliarden US-Dollar bis 2034 sich fast fast verdreifachen soll auf knapp 10 Milliarden US-Dollar und dementsprechend ist da nicht nur der Faktor, dass die westlichen Länder ihre eigene Produktion hochziehen und hier manche Unternehmen bevorzugt werden, sondern der Markt an sich wächst auch nochmal, was für die einzelnen Aktien auch nochmal ein Boost sein könnte. Wir werden uns gleich mal anschauen, okay, inwieweit sind die Aktien auch schon vielleicht ganz gut gelaufen oder ist da auch schon einiges eingepreist, denn viele von den Aktien sind auch schon ziemlich gut angestiegen und da muss man natürlich auch differenzieren, ob die Aktien jetzt immer noch ein Investment sind und das werden wir uns genau anschauen. Ein weiterer interessanter Chart ist hier mal ein Preischart von Neodymium, eines der seltenen Erdenmetalle. Es sind ja verschiedene Metalle, also es ist nicht nur ein Metall, sondern es ist eine ganze Bandbreite von Metallen. Und hier sehen wir schön, 2022 gab es so einen Peak, der war ungefähr knapp doppelt so teuer oder doppelt so hoch wie der aktuelle Preis. Aber was man jetzt in den letzten Monaten sehen kann, ist, dass der Preis für seltenen Erden, also hier für Neodymium, entsprechend auch schon wieder angezogen ist. Es kann aber auch gut sein, dass es im Zuge von dem Handelskrieg war, ja, die Knappheit, weil China auch angedroht hat und teilweise auch die Exporte reduziert hat bzw. eingeschränkt hat, kann es eben gut sein, dass dieser Preisanstieg nur vorübergehend ist und dass wir hier quasi wieder aufs Ausgangsniveau zurückfallen. Also das ist tatsächlich so ein Faktor, wo man im Hinterkopf behalten muss, wenn wir uns gleich die Aktien anschauen. Denn dieser Preisanstieg, der ist vielleicht nicht von Dauer und ob wir dann hier wieder diese hohen Preisniveaus erreichen, das sei mal dahingestellt. So, jetzt gehen wir mal in die ersten Aktien hinein. Und als erste Aktie habe ich mal einen der größten Player mitgebracht, das ist Lynas Rare Earths Limited, eine Firma aus Australien. Und hier sehen wir leider relativ wenig bei den Fundamentaldaten. Da hat TradingView leider nicht immer so viele Daten aus Australien vor allem. Aber was wir bei Lynas auch schon sehr gut sehen können, ist eben dieser Anstieg, den wir jetzt in den letzten Monaten hatten, auch beim seltenen Erdenpreis und auch bei verschiedenen anderen seltenen Erdenaktien, dass Lynas hier schon ungefähr die Aktie sich verdreifacht hat und jetzt so in einer Konsolidierungsphase ist. Und tatsächlich bin ich da und im Hinblick, dass sich die Wogen geglättet haben und dass sich der Markt wieder entspannt, bin ich da ein bisschen vorsichtig, was das angeht, dass dieser Preisanstieg nachhaltig ist und beziehungsweise, dass die Aktie sich auf diesem Niveau halten kann. Was wir auch beim letzten Mal gesehen haben, hier beim Preisanstieg 2022, als der Preis sich quasi jetzt auf einem doppelt so hohen Niveau wie aktuell befunden hat, da ist Lynas ja auch ziemlich stark angestiegen und wo der Preis dann zurückgelaufen ist, ist die Aktie auch dementsprechend zurückgelaufen und hat 50% Kursverlust Kursverlust erlitten über die Jahre. Und das meines Erachtens ist größtenteils auch eine politische Reaktion und politische Börse, wir wissen ja, haben meist kurze Beine. Das heißt, dass dieser Preisanstieg sich relativieren dürfte in der nächsten Zeit. Also hier wäre ich dann auch relativ vorsichtig und ich denke, dass wir in den nächsten Monaten und Quartalen auch hier mit der Aktie dann wieder in den Bereich von 10 australische Dollar zurücklaufen sollten.
Jetzt gucken wir uns mal die Finanzdaten an, so ein bisschen. Ja, wir haben eine Marktkapitalisierung von knapp 15 Milliarden australische Dollar. Das ist schon eine Menge. Und wenn wir uns mal anschauen, was für ein Umsatz dem gegenübersteht, dann sehen wir, wir haben nicht mal, also wir haben etwas mehr als eine halbe Milliarde. Also wir haben ein Kursumsatzverhältnis von gut 30 und das ist schon sehr, sehr üppig und obwohl der Markt natürlich jetzt, also der Markt für seltenen Erden insgesamt natürlich ungefähr 10% pro Jahr wachsen soll bis 2035 und 2034, ist das meines Erachtens dennoch eine zu teure Bewertung. Also hier würde ich definitiv jetzt auch sagen, sollte man nicht auf den Zug aufspringen. Es ist tatsächlich einfach zu teuer, die Aktie. Und ich denke, dass wir vor allem, wenn wir politisch weiterhin keine Eskalation sehen sollten, dass Lynas auch entsprechend wieder hier in den Bereich von 10 australischen Dollar zurücklaufen sollte. Und dann kann die Aktie durchaus wieder interessant sein. Ich markiere es hier mal auch im Chart. Also dann kann die Aktie tatsächlich im Hinblick auf langfristige Investitionen auch sicherlich spannend sein, aber man darf es nicht irgendwie glauben, dass man jetzt sofort irgendwie einen Verdoppler hinkriegt ins Depot. Ich denke mal, langfristig kann es interessant sein, aber jetzt kurzfristig definitiv nicht. Und dann hier bei 10 australische Dollar ist die Aktie meines Erachtens auch dann wieder entsprechend kaufenswerter. Gucken wir mal auf die Prognose und da sehen die Analysten tatsächlich so ein bisschen auch ein gemischtes Feld. Also wir sehen einige, die sagen starker Kauf, wobei ich das nicht unterschreiben würde. Ich bin da eher so ein bisschen auf der bärischen Seite, also auf der Verkaufsseite und auch insgesamt sehen wir auch eine neutrale Bewertung bei der Aktie. Das heißt, hier wäre ich auch, also die Analysten sehen da auch entsprechend ein bisschen Vorsicht. Aber was interessant zu sehen ist, dass vor allem der Gewinn deutlich steigen soll und auch der Umsatz in den nächsten Jahren und in den nächsten Halbjahren. Und das ist sicherlich interessant zu beobachten, ob der Trend so anhält und ob wir dann quasi dieses Umsatzwachstum auch über die nächsten Jahre dann wirklich sehen sollten. Wenn der seltene Erdenpreis sich wieder normalisiert, kann es durchaus sein, dass diese Umsatzschätzungen und auch Gewinnschätzungen nach unten korrigiert werden könnten. So, bleiben wir mal in Australien und gehen noch ein bisschen auf eine spekulativere Aktie ein, die gerade erst dabei ist, ihre Mine aufzubauen. Das ist Arafura Rare Earths Limited. Ja, die Aktie ist auch ziemlich gut gelaufen und hier sehen wir das, was ich ja gesagt habe, was wir auch bei Lynas sehen könnten. Ja, dass dieser kurze Spike nach oben, diese rasche Rallye auch relativ schnell wieder abgebaut werden könnte. Und auch hier denke ich, dass wir wieder in diesen Ausgangsbereich von vor der Krise, sage ich mal, vor dem Handelskrieg entsprechend wieder hineinlaufen dürften. Die Aktie bzw. das Unternehmen ist gerade dabei, in Westaustralien die Mine aufzubauen und entsprechend, man hat auch staatliche Unterstützung, ist sicherlich ein interessanter Titel, aber auch dementsprechend auch spekulativ. Man hat eine Marktkapitalisierung von 800 Millionen australische Dollar, also schon wesentlich kleiner. Aber ich sag mal so, wer darauf setzt, dass die Nachfrage doch vielleicht stärker steigen könnte und dass dieses Projekt auch dementsprechend dann ins Laufen kommt und auch produziert, der kann auf diesem Niveau vielleicht mal wirklich nur ein bisschen Spielgeld reinsetzen. Also da tatsächlich nicht zu viel Geld, wenn man unbedingt möchte. Ich habe das auch teilweise gemacht in so Explorer-Aktien. Es ist leider hochriskant und man muss da auch wirklich davon ausgehen, dass man hier lange Zeit gar keine Rendite macht, beziehungsweise auch den Totalverlust erleiden könnte. Wenn das aber klappt, das Projekt, und die Mine wirklich in Produktion geht, dann dürfte die Aktie natürlich deutlicher steigen. Ja, dann kommen wir sicherlich auch in Richtung 1 australische Dollar und vielleicht auch mehr. Aber soweit ist es noch nicht. Da kann noch viel passieren und dementsprechend wäre ich dann hier auch vorsichtig. Aber ich wollte euch mal mitgebracht haben, ja, dass ihr mal wisst, okay, die Aktie existiert in dem Bereich und vielleicht ist es so für ein bisschen Zockerspaß ja auch ein bisschen zu haben. So, gehen wir mal nach Amerika und hier sehen wir MP Materials, die auch schon ziemlich gut gelaufen ist und gerade auch eigentlich dabei ist einzuknicken. Und gleiches Spiel gilt eigentlich auch hier. Klar, die Aktie ist natürlich jetzt nach oben geschossen und so alles, was so schnell steigt, so mein Standardspruch, das kommt auch relativ schnell wieder nach unten. Gucken wir uns mal die Finanzdaten an. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar, dem steht ein Umsatz gegenüber, der rückläufig ist. Aufgrund des niedriger gewordenen seltenen Erdenpreis von knapp 200 Millionen US-Dollar. Also das ist schon sehr, sehr wenig im Vergleich zur Marktkapitalisierung und selbst bei den hohen Preisen hatten wir nur eine halbe Milliarde, obwohl man da sehr profitabel war. Das heißt, natürlich profitiert die Aktie auch, wenn der Preis für seltene Erden anziehen sollte. Aber die Bewertung ist mir tatsächlich auf dem aktuellen Niveau noch deutlich zu hoch. Man ist defizitär. Ja, also das ist auch nochmal ein Faktor. Und man sollte hier dementsprechend auch so ein bisschen den Hype erstmal
abfließen lassen, ja, den Hype sich abbauen lassen, dass wir im Bereich so von vielleicht 30 US-Dollar kommen sollten, dann kann die Aktie interessant sein. Denn was ist besonders interessant? Klar, man produziert man produziert auch und man hat die Mine in den USA und das ist natürlich auch entsprechend von politischem Interesse und man hat auch von politischer Seite entsprechende starke Unterstützung. Das darf man nicht außer Acht lassen, klar, aber man sollte hier auch nicht zu euphorisch werden und ich glaube, dieser Hype, wie gesagt, der dürfte relativ schnell wieder abebben. Gucken wir mal die Prognose an. Die Analysten sind da sehr, sehr positiv und das ja, mag ich eigentlich so nicht unterschreiben. Vielleicht langfristig ja, nicht auf die Einjahresprognose, aber auch hier wäre ich da tatsächlich erstmal vorsichtig und auch was den Chart angeht, also hier der Tageschart, da sind wir eigentlich mehr oder weniger in einem Abwärtstrend, der sich erstmal so seitwärts stabilisiert, aber das kann so eine klassische Seitwärtskonsolidierung sein und wir setzen den Abwärtstrend fort, vor allem wenn wir dann unter die 45 US-Dollar fallen sollten, also unter die 200-Tageslinie. Das ist dann schon eine ziemlich wichtige Marke und dann würde ich auch sagen, dass wir hier relativ schnell wieder die 30 Dollar und vielleicht auch so darunter sehen dürften. Da fällt auch die 50-Wochen-Linie, also auch hier die Unterstützungszone aus dem Wochenchart fällt damit gut überein und dementsprechend wäre ich da hier auch wirklich sehr, sehr vorsichtig und ich denke, dass wir das als nächstes anlaufen werden. Also hier die 55 US-Dollar sollten meines Erachtens nicht gehalten werden, die werden relativ schnell nach unten gehen und dementsprechend glaube ich auch, dass wir in den nächsten Monaten und Quartalen dann auch wieder die 30 US-Dollar sehen dürften. So, gehen wir mal ein bisschen auch spekulativere Aktien in dem Bereich und gehen mal auf American Rare Earths. Der Name sagt es ja auch schon, wir sind hier in Amerika zu Hause und es ist auch eine Explorer-Aktie, also man ist gerade erst dabei, die Mine aufzubauen und bis es dann in Produktion geht, wird auch noch einige Zeit vergehen. Man hat allerdings eine der größten seltenen Erdenressourcen in Nordamerika. Das ist tatsächlich ein Faktor, den man im Hinterkopf behalten sollte. Das heißt, wenn hier die Produktion dann irgendwann mal stattfinden sollte und starten sollte, dann wird die Aktie natürlich auch deutlich steigen. Aktuell haben wir hier eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 200 Millionen australische Dollar. Das ist jetzt wirklich nicht so viel, aber wir sind hier in einem sehr, sehr frühen Stadium und da wird noch viel Zeit vergehen. Und ich sage es mal so, die Aktie dürfte auch noch ein bisschen fallen, Richtung 30 Cent. Wenn man da so ein bisschen spekulieren möchte nach dem Motto, okay, entweder ist die Aktie, hat die Aktie sich in 10 Jahren vervierfacht oder sie ist 0 Euro wert, dann kann man hier ein bisschen was investieren beziehungsweise spekulieren, aber mehr würde ich tatsächlich auch hier bei der Aktie von American Rare Earths nicht erwarten. Gehen wir mal weiter und gehen auf Energy Fuels. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Aktie. Warum ist die spannend? Im Grunde sind es 2 Komponenten. Wir haben jetzt Energy Fuels, einen Mix aus Uran und seltene Erden, der so, ich würde auch fast schon sagen, einmalig ist. Und das macht die Aktie eigentlich auch so interessant. Das heißt, wir spielen 2 Megatrends beziehungsweise 2 sehr interessante Rohstoffe. Zum einen natürlich Uran, das tendenziell auch gute Perspektive hat, weil die Nachfrage deutlich steigen dürfte durch den geplanten Ausbau der Kernkraftwerke. Aber natürlich auf der anderen Seite auch die seltenen Erden. Und da ist man hier entsprechend auch gar nicht mal so schlecht vertreten. Also man ist ein führender US-Uranproduzent zum einen und diese Mine, die nutzt man entsprechend auch dann für erste Pilotprojekte, um auch entsprechend seltene Erden zu fördern und zu produzieren. Also durchaus spannend, kann man mal sich auf die Wiedervorlageliste packen, beziehungsweise mal hier auf die Watchlist. Und auch der Uransektor ist gerade so ein bisschen am Kämpfen, weil wir ja auch generell die Zweifel haben im Bereich Rechenzentren, ob das alles so umsetzbar ist. Dementsprechend dürfte Energy Fuels natürlich auch weiter unter Druck kommen, sollte der Markt sich hier nicht stabilisieren. Aber ich finde es generell eine sehr, sehr spannende Aktie. Wie gesagt, weil man hier eine sehr, sehr interessante Kombination hat. Gucken wir mal so ein bisschen auf die Finanzdaten. Was haben wir denn hier eigentlich für ein Unternehmen? Wir haben 3 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Wir haben einen Umsatz, der jetzt so langsam ansteigt, weil wir jetzt in die Produktion gegangen sind. Und haben jetzt hier fast oder sind etwa dran an der 100 Millionen Euro Umsatzgrenze. Die Aktie ist hier natürlich auch relativ teuer. Ihr seht so ein bisschen, also wir haben einen
Kursumsatzverhältnis von an die 40. Das ist schon sehr, sehr viel und das ist halt eben einfach diesem Hype geschuldet, beziehungsweise diese politischen Gegebenheiten und Nachrichten, die einfach den Markt nach oben getrieben haben und das wird es einfach sich wieder normalisieren. Ich denke auf früher oder später, also in absehbarer Zeit, werden wir auch hier mit Energy Fuels in dem Bereich so von um die 7 US-Dollar, die werden wir definitiv wieder sehen. Davon bin ich eigentlich auch fest überzeugt. Deswegen wäre hier ein bisschen vorsichtig. Auch hier sehen die Analysten komischerweise immer noch extrem hohe Kursziele. Da bin ich mal gespannt, ob sich das nicht bald nach unten reduzieren wird. Bin ich sehr gespannt. Ich bin da wie gesagt anderer Meinung, aber das soll ein Überblick für euch sein quasi, dass man auch vielleicht so ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf den Markt der seltenen Erden bekommt, weil ich denke, auch in den Nachrichten wird da auch viel gehypt. Und dementsprechend möchte ich da auch so ein bisschen zur Vorsicht walten lassen, weil ich habe das schon oft gesehen, dass man hier in einem Hype reinkommt, gerade was politische Gründe hat, ist oft einfach nicht nachhaltig und dementsprechend wäre ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Was auch sehr interessant ist, das ist auch eine sehr, sehr kleine Aktie. Also da sind wir wirklich in einem sehr, sehr ultra small cap Bereich. Das ist Canada Rare Earths. Wie der Name schon sagt, in Kanada zu Hause. Wir haben hier ein sehr, sehr kleines Unternehmen, 6 Millionen kanadische Dollar. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl genau stimmt. TradingView hat da manchmal tatsächlich auch ein bisschen schwache Daten, aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr kleine Firma, aber die Aktie bzw. das Unternehmen ist interessant. Man hat hier auch, wie gesagt, in Kanada ein entsprechendes Projekt am Laufen und was da besonders ist eigentlich, dass man die vertikal integriert ist, also dass man die Förderung hat und die Verarbeitung bis hin zu Abnahmeverträgen und das ist tatsächlich ein ganz interessant und wenn das so klappt, dann wird die Aktie sich auch so wirklich vervielfachen, also dann reden wir von ganz anderen Werten, aber das ist nochmal sehr, sehr, das ist die spekulativste Aktie, die ich euch heute mal mitgebracht habe, bevor wir ja dann auf ein bisschen was Defensiveres gehen, wie den ETF. Einen ETF habe ich ja auch noch mitgebracht, den werden wir uns gleich noch anschauen. Und wie gesagt, Canada Rare Earths, wer so ein bisschen Kapital übrig hat, um einfach zu spekulieren, um zu zocken und nach dem Motto, okay, in 10 Jahren hat sich es verzehnfacht oder ist nichts wert, das ist hier nicht eine spannende Aktie. Ich denke, der Fokus auf die Produktion von seltenen Erden ist nachhaltig. Ich denke, da wird man sich abkapseln wollen, einfach aus Grund der Versorgungssicherheit. Ich denke, das hat man jetzt schmerzlich gelernt, nicht nur durch Corona, sondern eben auch durch den Handelskrieg, dass man da keine Abhängigkeiten haben sollte und dementsprechend dürften auch solche Projekte gefördert werden. Das heißt von der Regierung, die Regierung hat Interesse, dass diese Projekte auch wirklich in Produktion gehen und deswegen sehe ich da oder bin da recht zuversichtlich, dass es tatsächlich auch was werden kann und dass es dann auch sicherlich ein sehr, sehr interessantes Investment sein kann. So, gehen wir mal weiter und gucken uns mal an hier den ETF. Das ist ein VanEck Rare Earths and Strategic Metals ETF. Der ist auch schon ganz gut angestiegen, sicherlich auch wegen den politischen Gründen, die ich ja schon angesprochen habe. Auch hier denke ich, dass wir im Zuge einer Normalisierung etwas Kursverlust erleiden sollten. Aber es ist schon mal eine Methode, jetzt nicht auf einzelne Titel zu setzen und so ein bisschen zu diversifizieren, um entsprechend das Risiko, soweit es geht, ein bisschen herabzusenken. Ja, und dass man einfach ein bisschen breiter streut. Dafür sind ETFs natürlich da. Den habe ich euch mal mitgebracht. Es gibt noch ein paar andere. Schaut sie gerne natürlich auch ein bisschen mehr im Detail an, was da genau enthalten ist. Das war meine Vorstellung zu den seltenen Erdenaktien. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr die Aktien aktuell immer noch interessant oder seid ihr eher auf meiner Seite, dass man hier ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte? Schreibt es gerne rein. Ich freue mich auf Diskussionen und in eigener Sache natürlich lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Hoffentlich mit einem Abo. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg und ciao.